ist schon wieder zu spät. Überrascht dich das? Sorry Leute, ich habe es wirklich versucht, aber meine Bahn hatte mal wieder Verspätung. Andi, Bilal und Chen sind 3 Freunde. Sie kennen sich bereits aus der Schule, studieren jetzt aber in unterschiedlichen Studiengängen. Trotzdem müssen alle 3 dieses Semester das Physikpraktikum absolvieren. Um besser durch das Praktikum zu kommen, haben sie beschlossen, eine Lerngruppe zu bilden. Dafür treffen sie sich jede Woche in der Bibliothek, um die Versuche zu besprechen. Um an die Uni zu kommen, sind alle 3 auf die Bahn angewiesen. Bilal nimmt Linie S1 aus Beblingen. Chen kommt aus Ceestadt mit der Linie 2. Und Andi kommt aus Aarberg mit der Linie 5, muss also, um an die Uni zu kommen, auf die Linien 1 oder 2 umsteigen. Das ist komisch. Du steigst doch genau wie wir in die Linie 1 und 2 um. Wir kommen aber immer pünktlich. Kann es vielleicht sein, dass du einfach nur zu spät losgehst? Es liegt wirklich nicht an mir. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Bahn immer Verspätung hat. Sie verfallen in eine hitzige Diskussion darüber, wer recht hat. Aber dann hat Chen eine Idee. Lasst uns doch einfach während des Semesters die Verspätungen unserer Züge dokumentieren. In unserem letzten Treffen vor den Semesterferien können wir uns dann gegenseitig die Ergebnisse präsentieren. Dann können wir auch mit Sicherheit sagen, ob Andi wegen seines Zuges zu spät kommt oder ob er einfach nur zu spät losfährt. Das ist eine super Idee. Dann möchte ich aber auch eine Entschuldigung hören, wenn am Ende herauskommt, dass es nicht an mir liegt. Nur wenn unsere Ergebnisse das auch beweisen. Und dafür sollte jeder seine gesammelten Daten auch in einem Protokoll auswerten. Und was muss da dann alles rein? Naja, wie im Praktikum sollten wir auf jeden Fall mit einer Einleitung starten, in der wir unsere Motivation erklären. Als erstes ist es dabei wichtig, den Grund zu beschreiben, weshalb man ein Experiment oder eine Studie überhaupt durchführt. Bei uns zum Beispiel ist der Grund, dass Andi immer zu spät kommt. Als nächstes sollte man den Kontext des Experiments oder der Studie darstellen. Man sollte erklären, was zu dem Thema bereits bekannt ist. In unserem Fall also, dass laut vorherigen Studien nur 10% der Züge eine Verspätung von mehr als 6 Minuten haben. Solche Angaben müssen natürlich auch immer mit Quellen belegt werden. Die verwendeten Quellen sollten dann am Ende des Protokolls in einem Literaturverzeichnis aufgelistet werden. Anhand dieses Kontextes lässt sich dann eine Hypothese aufstellen, mit der man versucht, den Grund des Experiments oder der Studie zu erklären. Unsere Hypothese wäre dann, dass Andi nicht wegen der Verspätung des Zuges zu spät kommt. Um diese Hypothese und das weitere Protokoll aber zu verstehen, sollte man erst die wichtigsten Grundlagen in einem Theorieteil darlegen. Dabei ist es wichtig zu erklären, welche Begriffe, Größen und Gesetzmäßigkeiten wichtig sind und verwendet werden. Zum Beispiel gilt ein Zug für uns schon als verspätet, wenn er nur 1 Minute zu spät kommt. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass nur für den Versuch relevante Informationen im Theorieteil beschrieben werden. Es ist ja egal, was die Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist, wenn wir nur die Verspätung messen wollen. Jemand, der keine Ahnung vom Experiment hat, sollte durch das Lesen vom Theorieteil den Rest des Protokolls verstehen können. 2 bis 3 Seiten ist dafür eine gute Länge. Und es ist immer hilfreich, wenn die wichtigsten Punkte auch mit den passenden Abbildungen veranschaulicht werden. Die Ergebnisse sollten hier auf jeden Fall noch nicht bewertet oder interpretiert werden. Auch Beobachtungen haben hier noch keinen Platz. Bevor man diese nämlich beschreibt, sollte erst die Durchführung des Experiments oder der Studie erklärt werden. Dabei sollte man auch wirklich nur das beschreiben, was tatsächlich gemacht wurde, auch wenn es vielleicht von der ursprünglichen Anweisung abweicht. In unserem Fall wäre es zum Beispiel, dass ich als einziger die Verspätung am Umstiegsbahnhof und meine Umsteigezeit dokumentiere. Zusätzlich dazu, wie das Experiment durchgeführt wurde, sollte auch der Versuchsaufbau mit allen verwendeten Geräten beschrieben werden. Wie im Theorieteil sollten auch hier nur die nötigsten Informationen genannt werden. Bei unserem Experiment sollten wir beispielsweise nennen, mit was wir die Zeit gemessen haben und nicht, ob der Zug grün oder rot war. Eine Skizze des Versuchsaufbaus darf hier auch nicht fehlen, wenn diese sinnvoll ist. Oft werden in der Durchführung auch schon die gemessenen Werte unkommentiert in einer Tabelle aufgelistet. Das hängt aber von der Datenmenge ab. Für uns macht es zum Beispiel mehr Sinn, alle Daten, die wir über das gesamte Semester gesammelt haben, in einem Anhang aufzulisten. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Nachdem man die Durchführung geschrieben hat, sollte man sich immer selbst nochmal fragen, ob auch jemand ohne Vorwissen das Experiment anhand der Beschreibung durchführen könnte.
ähnlich wie bei einem Kochrezept. Nachdem jetzt die Grundlagen zum Versuch beschrieben wurden, können wir uns endlich dem Ergebnis- und Auswertungsteil widmen. Hier dürfen die getätigten Beobachtungen beschrieben und interpretiert werden. Und auch die gesammelten Daten können wir jetzt endlich analysieren. Dafür müssen wir zunächst die verwendeten Gleichungen definieren, falls wir diese nicht schon im Theorieteil erwähnt haben. Die mithilfe der Gleichungen durchgeführten Berechnungen sollten dann anhand einer Beispielrechnung exemplarisch demonstriert werden. Alle weiteren Werte werden dann in einer Tabelle zusammengefasst. Es heißt ja, ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Deshalb ist es oftmals sinnvoll, seine Ergebnisse grafisch darzustellen. Anhand von Graphen lassen sich die erhaltenen Ergebnisse auch viel einfacher diskutieren. Es macht nämlich keinen Sinn, einfach nur Ergebnisse zu präsentieren, man sollte sie auch immer interpretieren. Dabei kann man sich die folgenden Fragen stellen. Waren die Ergebnisse so zu erwarten? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was bedeutet das Ergebnis? Falls es bereits Daten in der Literatur gibt, kann ein Vergleich mit diesen Werten angestellt werden. Dabei ist es nicht schlimm, wenn die Werte minimal voneinander abweichen, denn bei jedem Experiment passieren Fehler. Das ist auch völlig normal. Wichtig ist es nur, mögliche Fehler auch zu dokumentieren. Das wird in einer Fehlerbetrachtung gemacht. Hier muss man erstmal zwischen zwei verschiedenen Fehlerquellen unterscheiden. Fehler, die bei der Durchführung entstehen, und Fehler, die durch die Messgeräte entstehen. Die Ungenauigkeit von Messgeräten bestimmt auch die Anzahl an signifikanten Stellen für die Angabe von Messdaten. Deswegen wird der Fehler eines Gerätes oft bereits vom Hersteller angegeben. Bei den Fehlern, die aufgrund der Durchführung entstehen, muss man aber noch eine weitere Unterscheidung machen. Sie können entweder reproduzierbar sein, das heißt, sie treten bei jeder Messung gleich auf, oder sie treten zufällig auf. Reproduzierbare Fehler sind schwer zu erkennen und hängen oft vom Versuch selbst ab, weshalb sie auch systematische Fehler genannt werden. Sind sie aber erst einmal erkannt, lassen sie sich einfach vermeiden. Fehler, die zufällig sind, lassen sich hingegen besser erkennen, da sie immer um einen Mittelwert schwanken. Man nennt sie auch statistische Fehler. Sie sind zwar unvermeidbar, können aber zum Beispiel durch vermehrte Wiederholung eines Experiments minimiert werden. In einer Fehlerbetrachtung sollte man sich deshalb Gedanken machen, wann bei Versuchsaufbau, Durchführung und Auswertung einzelne Fehlerquellen auftreten könnten und wie diese dann die Ergebnisse beeinflussen. Damit haben wir bis jetzt eigentlich schon alles im Versuchsprotokoll festgehalten. Das Protokoll kann dadurch aber auch ziemlich lang werden. Deshalb sollte man am Ende eines Protokolls immer noch einmal das Wichtigste zusammenfassen. Auch hier sollte man anfangs noch mal kurz die Motivation des Experiments wiedergeben. Außerdem sollten die wichtigsten Beobachtungen genannt, sowie die wichtigsten Ergebnisse angegeben und kurz diskutiert werden. Dadurch sollte klar herausgestellt werden, was die Hauptaussage des Protokolls ist. Oft kann es auch zusätzlich sinnvoll sein, die Hauptaussage schon am Anfang des Protokolls mit wenigen Sätzen in einer Kurzzusammenfassung bzw. einem Abstract wiederzugeben. Okay, dann wissen wir ja jetzt, was alles Teil unseres Protokolls sein sollte. Erst die Einleitung, die Theorie und die Durchführung. Dann die Auswertung, die Diskussion und die Fehlerbetrachtung. Und zum Schluss die Zusammenfassung bzw. das Abstract, sowie das Literaturverzeichnis und gegebenenfalls noch der Anhang. Und so macht sich jeder daran, während des Semesters die Verspätung seiner Bahnlinie zu dokumentieren. Am Ende des Semesters treffen sie sich wieder und diskutieren ihre Ergebnisse. Dafür hat jeder für die anderen ein Protokoll erstellt. Also meine Bahn kommt maximal 5 Minuten zu spät. Das reicht mir aber trotzdem immer, um pünktlich da zu sein. Meine Bahn hat im Schnitt jeden zweiten Tag eine Verspätung von über 6 Minuten, aber nie an den Tagen, an denen wir uns an der Uni treffen. Ich habe im Schnitt immer 4 Minuten Zeit zum Umsteigen, verpasse aber trotzdem immer meinen direkten Anschluss. Und wieso brauchst du dann immer so lange zum Umsteigen? Weil die Rolltreppe am Bahnhof schon seit einem Jahr nicht funktioniert. Also, wo bleibt eure Entschuldigung? Dann nimm doch einfach eine frühere Bahn. Wenn ihr mehr über die Anfertigung von Versuchsprotokollen erfahren wollt, schaut euch doch mal unsere anderen Videos dazu an. Darin erklären Andi, Chen und ich euch anhand von Beispielen aus unseren Studiengängen unter anderem, wie man sinnvolle Abbildungen erstellt, wie man eine Fehlerbetrachtung durchführt oder wie man eine gute Zusammenfassung schreibt.
Damit seid ihr für jedes Praktikum bestens vorbereitet.